Moin Moin und herzlich willkommen bei Century. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, ich möchte euch heute ein besonderes Parfum vorstellen, denn es ist ein Vanilleparfum. Und wir haben ja bei Vanilleparfums öfter mal das Problem, dass die Vanillenote sehr, sehr präsent ist, teilweise drückend ist, das Parfum dadurch ja sehr süß wird. Und es gibt aber eben auch Vanilleparfums, die in eine etwas andere Richtung gehen. Und dementsprechend möchte ich euch heute Orchid Vanille von Van Cleef & Arpels vorstellen. Wir starten wie immer mit der Flakon-Präsentation. Ja, ein wirklich schöner Flakon. Das Glas ist ja hochwertig. Finde das Design zwar relativ schlicht, aber ja, sieht ja optisch trotzdem sehr ansprechend aus. Hier unten haben wir wie immer die Batch-Informationen. Das sind die 75 ml. Hier haben wir den Deckel, der ja relativ massiv ist. Auch ja eine, denke ich, recht hohe Qualität hat. Der Zerstäuber ist tatsächlich nicht ganz so gut. Ich muss aber dazu sagen, dass ich auch andere Parfums der Marke habe. Und da ist der Zerstäuber wesentlich besser. Ich glaube sogar tatsächlich, dass das hier so ein kleiner Produktionsfehler ist. Der ist jetzt nicht schlecht, aber es ist kein feiner Sprühnebel, sondern es kommt ja ein ja dann doch noch recht feiner Strahl heraus, aber es ist halt kein Sprühnebel, wie man das eben von anderen Parfums kennt. Ansonsten sieht das optisch natürlich ganz schick aus, alles top verarbeitet, das muss man wirklich sagen. Hier haben wir dann nochmal so ein kleines, ja, ihr seht es ja selbst, so ein kleines Band mit dem Logo hier dran. Gucken, ob man das ein bisschen fokussieren kann. Jetzt das Licht da auch so ein bisschen. Ja, aber ich denke, man sieht es. Ja, ist natürlich Geschmackssache, aber es ist eben mal was anderes. Gibt es nicht allzu oft und deswegen spricht mich das Design schon an. Und genau, ihr habt es gehört, der Deckel sitzt wirklich sehr fest auf dem Flakon. Der klickt richtig rein. So, dann hier nochmal die Packung. Nichts Außergewöhnliches, schlicht. Hinten die Informationen. Aber ich muss sagen, das ist halt das, was ich mir mindestens wünsche. Es ist halt keine super, super hochwertige Verpackung, keine Schatulle, was auch immer, aber es ist halt, ja, mehr als ein schlichter Pappkarton. Das Parfum sitzt hier relativ fest in der Verpackung. Ja, ich denke, man sieht es. Genau so muss es letztlich auch sein. Es muss nicht immer super hochwertig sein, aber es muss ja einigermaßen ansprechend sein und vor allem das Parfum schützen. Also auch da finde ich, hat die Marke alles richtig gemacht. So, aber ja, mein mittlerweile bekannter Spruch, es geht natürlich primär immer um das Parfum, es geht immer um die Duft-DNA. Und ja, wie ich schon eingangs sagte, Orchid Vanille ist ein Vanilleparfum. Es ist ein Release aus dem Jahre 2009. Ich blende euch schon mal die Duftnoten ein. Es gibt von Van Cleef & Arpels verschiedene Kollektionen, Duftkollektionen, und das ist eben die Collection Extraordinary. Und die Parfümeurin dahinter ist Randa Hamami. Ja, ist eine relativ unbekannte Parfümeurin, hat aber tatsächlich schon für Amouage, für Guerlain und eben für Van Cleef & Arpels Parfums kreiert. Also so ganz unbekannt ist sie nicht, aber ist jetzt kein unbedingt geläufiger Name, keine so bekannte Parfümeurin. So, wie riecht das Parfum? Es ist ein Vanilleparfum. Der Name lässt es vermuten. Ich habe es mittlerweile, glaube ich, auch schon dreimal gesagt. Es ist aber für mich ein ganz besonderes Vanilleparfum, denn es ist ein Unisex-Parfum, hat zwar eine leichte Tendenz ins Feminine, ich finde aber, und deswegen habe ich mir dieses Parfum auch gekauft, dass es von uns Männern auch super, super gut zu tragen ist. Und ich sage euch auch warum. Die Kopfnote ist, finde ich, so super und vor allem auch so interessant, denn wir haben hier eine sehr fruchtige Kopfnote durch Mandarine und Litschi. Und wir kriegen aber gleich im Prinzip schon in der Kopfnote die Vanillenote zu riechen. Und die Kombination, ja, Mandarine, Litschi mit Vanille ist einfach super lecker, super interessant. Riecht tatsächlich für mich auf den ersten Riecher so wie so ein
Cheesecake mit eben, ihr kennt ja so ein Cheesecake, wo dann teilweise auch so Mandarinenstücke mit eingearbeitet sind oder teilweise ja eben richtig die großen Mandarinenstücke. Und so riecht es für mich wie so ein Cheesecake mit Mandarine und Litchi natürlich ist auch noch mit dabei. Und das Tolle daran ist eben, die Vanillenote ist nie zu süß. Man hat ja ganz oft bei Vanilleparfums das Problem, dass wenn Vanille enthalten ist, dass die teilweise so süß und teilweise so drückend ist, dass es kaum andere Duftnoten noch zu riechen gibt. Und das ist hier wirklich anders. Es ist eine nicht allzu süße, aber natürlich trotzdem präsente Vanillenote, dann eben mit dieser Mandarine, die man ganz klar herausriecht, plus diese Litchi in der Kopfnote. Also ganz, ganz toll. Und dann geht's auch sehr interessant weiter, denn wir haben im Herz haben wir nicht nur Rose und Veilchen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich Rose jetzt gar nicht wirklich herausrieche. Veilchen schon. Es hat einen leichten blumigen Touch. Aber wir haben hier die Bittermandel. Und Bittermandel riecht im Parfums gar nicht immer so, wie man unbedingt jetzt vermuten würde. Eben nicht unbedingt immer nach Mandel, sondern Bittermandel hat teilweise so ein Zartbitter, Schokolade, Kakao-Charakter. Das heißt, wir haben hier tatsächlich noch so eine Zartbitter-Schokoladennote, so eine leichte Kakaonote und das wiederum eben mit der Vanille und mit der Mandarine zusammen. Einfach super, super lecker und interessant. Und das Ganze wird in der Basis eben noch mit so einer super schön weichen Zedernote und dann eben noch mit einer Tonkanbohne abgerundet. Also deswegen, das Parfum ist für mich ganz, ganz wundervoll, ganz toll. Es ist weich, vanillig, dann aber eben auch leicht fruchtig, dann aber so einen leichten Zartbitter und Kakaogeruch noch mit dabei, dann so einen blumigen Part, also es ist wirklich ganz, ganz große Klasse. Und es ist für mich, wie ich eben auch schon sagte, auch für Männer super gut zu tragen. Also wenn ihr bis dato euch nicht so richtig an Vanilleparfums getraut habt oder immer das Gefühl hattet, das ist euch zu intensiv, zu drückend, vielleicht teilweise auch zu feminin durch die Vanille, dann probiert wirklich mal Orchid Vanille aus. Na klar, es hat einen femininen Touch, aber es ist auch genauso gut für mein Empfinden eben von uns Männern zu tragen. Und ich muss, jetzt kommen wir eben auch zu dem nächsten Punkt, auch wirklich sagen, dieses Parfum kommt sehr, sehr gut an. Ich hatte mir vorher eine Abfüllung besorgt, eine 5 ml Abfüllung. Die habe ich aufgebraucht und dieses Parfum habe ich jetzt auch schon einmal getragen. Also ich glaube, ich habe jetzt insgesamt das Parfum 4-mal getragen und ich wurde jedes Mal auf dieses Parfum angesprochen. Und das ist kein Scherz, kein Spruch, unbezahlte Werbung. Ich habe mir das Parfum selbst gekauft, aber ich muss wirklich sagen, das ist so. Also man wird angesprochen und vor allem, das Parfum kommt super gut an. Also man wird nicht nur angesprochen, oh, was riecht denn hier so, sondern wurde tatsächlich einmal direkt angesprochen, was das für ein Parfum ist, wie es heißt. 2-mal oder 3-mal, so genau merke ich es mir immer nicht, aber dann halt relativ häufig noch eben, dass das ganz toll riecht und was ich denn trage und so weiter und so fort. Also ist eine klare Empfehlung meinerseits und vor allem im Frühling und im Sommer durch eben diesen fruchtigen Touch, durch diesen leichten Zartbitter-Touch definitiv zu tragen. Also ihr müsst jetzt nicht denken oder euch sorgen, dass das so ein pappsüßes Vanilleparfum ist. Das ist es nicht. Es ist so schön weich, nicht zu süß, dazu eben noch fruchtig. Also ganz, ganz toll. Ganz klare Empfehlung meinerseits. Die 75 ml kosten, ich sag mal so zwischen 100 und 140 Euro. Also ursprüngliche Preis ist eigentlich so 140 Euro, aber man kriegt es je nach Internetseite teilweise schon für knapp über 100 Euro oder sage ich mal so tendenziell für 120 Euro. Also da müsst ihr wirklich mal schauen. Die Haltbarkeit ist auf der Haut ganz gut, 6 bis 7 Stunden, da kann man überhaupt nichts sagen. Auf Klamotten Ewigkeiten. Wirklich Ewigkeiten. Also wenn ihr morgens 3, 4, 5 Sprüher, wie viel ihr auch immer benutzt, auf die Klamotten sprüht, es riecht am Abend noch richtig intensiv. Das denkt man eigentlich gar nicht, weil auf der Haut hat es, jetzt kommen wir eben zu der Sillage, gar nicht so eine starke, präsente Sillage, weil es halt eher so ein bisschen ruhiger, gediegener, so ein bisschen weicher ist.
aber auf den Klamotten riecht man es wirklich 12, 14 Stunden, also am Abend quasi noch und nimmt es richtig gut wahr. Und auch andere Leute nehmen es wahr. Also das muss ich sagen, das hat mich tatsächlich auch überrascht. Ja, Einsatzgebiet, wann kann man es tragen? Jederzeit. Jetzt im Frühling, meiner Meinung nach auch im Sommer. Man muss natürlich gucken, ja, 30 Grad tagsüber, ja, muss man ausprobieren. Spricht grundsätzlich nichts dagegen, weil es eben nicht so extrem süß ist, aber trotzdem sehe ich es halt im Frühling, im Sommer, zu den anderen Jahreszeiten sowieso. Anlässe, wie gesagt, zu jedem Anlass. Ihr könnt damit auf Arbeit gehen, je nachdem, was ihr macht, wo ihr arbeitet. Wenn ihr mit Kunden zu tun habt, sowieso, es kommt, wie gesagt, sehr, sehr gut an. Ihr könnt es draußen tragen. Wenn ihr abends weggeht oder auch mal feiern geht, ausgeht und länger eben nicht mehr zu Hause seid, um nachzusprühen, dann sprüht euch das schöne Parfum auf die Klamotten. Dann kommt ihr auch, wie gesagt, durch die Nacht und so. Also ist eine ganz, ganz klare Empfehlung. Und ja, ihr könnt ja gerne mal kommentieren, ob ihr das Parfum kennt. Ja, ob euch das vielleicht sogar dann doch ein bisschen zu feminin ist oder ihr sagt, es ist genau richtig und ja, ihr findet das auch ganz toll, prima, wie auch immer. Also schreibt einfach mal in die Kommentare, ich habe schon wieder viel zu viel gequatscht, aber es ist wirklich ein tolles Parfum, eine ganz klare Empfehlung. Danke, dass du reingeschaltet hast, bis demnächst und vor allem bleib gesund.